Leute, weiter geht's bei Greedfall. Wir sind immer noch in Sirene, oder in Sirene, wie man es auch nennen mag. Und wir suchen gerade einen sogenannten Quacksalber, aus dem man der anscheinend falsche Wahrheiten verbreitet oder allgemein einfach nur lügt, rumlügt und uns oder den Händlern hier oder den Leuten hier einfach falsche Sachen verkauft. Ist eine Nebenquest, die wir bekommen haben aktuell. Wir haben jetzt ja genau diese Nebenquest aktuell noch da mit dem Quacksalber einmal. Dann noch einmal mit der Groschengarde und so langsam können wir dann auch mal abreißen. Konstantin müssen wir auch noch finden. Und jetzt gucken wir erstmal, was uns hier bei diesem Quacksalber erwartet. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance. Ja, das klingt schon so suspekt irgendwie. And energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. Ja, das muss man noch mal ganz wichtig dazu sagen. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us Die the same maskierte den routine. Quacksalber. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Erstmal fragen, was es für Nebenwirkungen hätte. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Okay, und jetzt... Also er meinte, es gibt keine Nebenwirkungen, es ist alles gut. Entweder demonstrieren lassen, oder was du selber trinken, oder es dabei belassen. Will you drink one of your Macht er, potions glaub to ich, prove nicht. your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind... Aber schon auch wieder, obwohl... Also im Gegensatz zu allen anderen schaut er echt gut Then, aus. as you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions Na, and gute force Idee. him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his Das ist card. bestimmt hinter dem Laden, oder? I wish you were Okay, good also night, Your Excellency. schade ist, dass die Passanten meistens über das Gleiche reden. Es ist die Frage, wie kommen wir jetzt zu seinem Karren hin? Ist der nicht wahrscheinlich hinter dem Laden? Hier in der Ecke? Eher nicht, oder? Mhm. Gibt's irgendwie einen Hinweis, oder? Have you finally made up your mind? Nee, okay. I will think about it. As you wish, but don't wait long.
It won't last forever. Gibt es irgendwie einen Hinweis? Die maskierte den Quacksalber. Ah, da hinten. Können wir da drüber? Wie kommen wir denn da hin? Gibt's hier irgendeine Möglichkeit? Nee, auch nicht. Hier, hier können wir öffnen, guck mal. Oh. To my help, and death to the others! Boah, der Kampf ist so... Move away! Things are about to get dicey! Die halten mehr aus langsam, glaube ich. Aber so. Lies, steht irgendwas. Brief von Wirt an das Dienstmädchen. Louise, der merkwürdige Alchemist der Allianz, der oben einen Raum gemietet hat, bat uns ausdrücklich, ihn während seines Aufenthalts nicht zu reinigen. Dieser alte Narr will vermutlich vermeiden, dass wir versehentlich seine Piolen zerbrechen oder was auch immer. Also kümmert euch nicht um seinen Dreck. Der Kunde bekommt immer, was er immer will. Okay, das sollte schon alles erklären eigentlich. Der hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Alchemistisches Forschungsbuch. Diese Seiten beschreiben in kleiner, fast unleserlicher Handschrift Versuchsergebnisse, Beobachtungen von Patienten und unverständliche Symbole. Doch die Komplexität einiger Rezepte zeigt eindeutig, dass der Verfasser ein echter Alchemist war und gewiss sehr kenntnisreich. Gegengift des Quacksalbers. Da liegt noch was? Nee. Wir können nur mit Kurt sprechen. Greenblood, do you need Nee. something? Ich dachte, er könnte uns irgendwas Neues sagen, aber ist anscheinend nicht der Fall. Noch Goldmünzen. Stellt eine magische Falle auf, die explodiert, wenn sich ein Feind nähert und allen Feinden reichweite Magieschaden zufügt. Munition und neue Handschuhe. Aber schlechtere. Für die Goldmünzen haben wir mittlerweile 81, okay. Guck mal, was in der Tasche alles ist. Handschuhe, aber keine besseren, wie gesagt. So, haben wir eigentlich neue Punkte und nicht, oder? Nee, auch nicht. Ich muss mich noch kurz erinnern, wie dann mal das ist. Wo war denn nochmal? Nee. Wo war denn nochmal das kleine Menü, was man hatte? Ach, da, oder? Genau, mit Aktien. Ja, genau. Zaubertechniken. Halter. Ach so, nehme ich die, okay. Die Frage ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich mir neue Munition herstelle. Oder, also neue Tränke quasi. Keine Munition mehr. Aber ich habe ja Munition. Und wie lade ich das jetzt auf? Wurde schon irgendwo erklärt, oder? Der Kodex. Die Brückenallianz. Botschafter Sahin. Botschafter Sahin, der schon seit langem angesehener Professor an der Universität von Al-Saad ist, wurde vor einigen Jahren zum Repräsentanten der Brückenallianz von Seren bestimmt. Lange hat er vergeblich versucht, die Handelsprinz, insbesondere den Prinzen von Osai, davon zu überzeugen, sich der Allianz anzuschließen. Jetzt hat es sich die Verteidigung der ökonomischen Interessen seiner Nation und Region zur Aufgabe gemacht. Das haben wir schon gelesen. Wo können wir noch Munition erstellen? Fällt mir gerade nicht ein, aber gut. Gut. Lernen wir bestimmt noch. Oh, was war das? Okay.
Ja, da müsste sein Karren. Jetzt haben wir das Gegengift gerade geholt. Und jetzt müssten wir theoretisch wieder mit ihm reden. Vermutlich. Ja. Wo kann ich Munition herstellen? Das ist... Wo kann ich Munition herstellen? Nee. Ah, scheiße, schon wieder verkackt. Ich habe schon wieder einen umsonst genommen. Wie kann ich... Munition herstellen? Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be Nein, looking for a niemals. rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. Was ist Gone da abgehauen? He can't have gone far. Find him before his head ends up on a Moment, wo ist er spike. denn? Think back to the note that Ah. Warte, ich gucke erstmal in das Schenke. he won't leave the Eben. city Da in der Schenke im Zimmer haben wir doch gelesen. Vielleicht ist er sogar noch hier. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this Ne, wir time? wollen fragen wegen... Oder was hat man noch schon? Auch nicht. I need to be off. Farewell. Achso, wir müssen die Treppe wahrscheinlich hoch, oder? Wenn es da eine gibt. Treppe runter. Ist er unten? 16 Meter. Wer sind die hier? Bewohner wahrscheinlich. Können wir da rein? Da wird er... Da ist er, okay. Hier in dem Zimmer. Gibt's irgendwas zu finden? Nee, okay. Ist er nicht hier? Zehn Meter, oder ist er über uns? Ich glaube, das ist das falsche Zimmer. Gibt's auch von Spiegeln? Gibt's auch einen anderen? Oder... Moment. Es müsste doch noch ein Obergeschoss geben, oder? Ne, hier ist auch nichts. Wo geht's da hin? Ah, hier geht's die Treppe hoch, guck mal. Und da muss es rausgehen. Ne, auch nicht. Aber hier wird's rausgehen, oder? Locked. Ah, okay, dafür müssten wir Schlösser knacken können. Er ist auf jeden Fall die Treppe hoch, da ist er. Gibt's ein bisschen was Goldmünzen und Erze. Da geht's nicht rein, da müsste er drin sein. Ah, guck mal, haben wir ihn doch. Brief von einem Alchemisten aus Alsat. Mein teurer Arif, es tut mir leid zu erfahren, dass du nicht den Frieden gefunden hast, den du dir in Serena erhofft hast. Seit deiner Abreise ist die Situation in der Akademie beklagenswert. Diejenigen, die du angeklagt hast, verhalten sich jetzt so, als ob die Regeln nicht für sie gelten würden und sie führen regelmäßig fragwürdige Experimente durch. Der Rest von uns kann nichts anderes tun, als sich unauffällig zu verhalten. Ich hoffe aufrichtig, dass du irgendwann einen Ort erreichst, in dem du endlich Frieden findest. Dein Freund. Okay, mal gucken, was liegt denn da auf dem Bett? Die ganzen Fiolen und Versuchsergebnisse, okay. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce
and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Ich Sahin's verstehe, hatred. das lässt hier für mich jetzt in einem ganz anderen Licht dastehen tatsächlich. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long Ach so, time es- that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case. Und er hat mir, But a also er hat quasi normal zu viel dose, davon I getrunken assure dann. you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Verhaften oder mir die Stadt zu verlassen? Gut, verhaften jetzt nicht, nee, das auf keinen Fall. Sondern für die Stadt verlassen. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. So, jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir ungesehen rauskommen. Aber ich finde es cool, dass unsere Entscheidungen auch einen Einfluss auf alles hier haben. Das. Also wirklich Einfluss. Moment. Lagerstelle des Wirts, okay. Das war die Tür unten, wo wir nicht durchgekommen sind vorhin. Da können wir ihn quasi rausspringen. Die Frage, war das jetzt die Tür da hinten, oder? Ja, das war die. The servant's door. The lock's double bolted. Moment, Schlüssel verbinden. Locked. I don't Ach, den have hast the du gar. key. Moment mal, aber dann war doch eine. Hier können wir rein, okay. Was gibt's hier? Moment. Plündern? Ah, Schlüssel des Wirts. Damit kommen wir jetzt weiter. Mhm. The key to the tavern. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as Okay, dann fast holen wir as ihn we kurz mal von oben vom Zimmer und dann nichts hier weg hier. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. Du beginnst eine Eskorte, bleibt in der Nähe der Don't get into Personen, any die. unhappy patients. Ja, die dich verfolgen wahrscheinlich. Kommt er oder?
Diskutiere den Quacksalber. Moment, da wurde mir so irgendwas angezeigt gerade. Ich habe anscheinend irgendwas nicht getan. Moment. Ich habe nicht mit der wütenden Meute verhandelt. Okay. Gut, aber ich denke, solange man das Ziel erfüllt, also die Quest an sich erfüllt. Ja. Okay, Moment mal. Können wir durch die Tür durch? Können wir nicht durch. Gibt es einen Weg, die Tür hier aufzumachen? Auch nicht. Ah, wir können mit ihm reden, aber... Beziehungsweise, Moment mal. Können wir kurz mal überlegen, wie kann ich ihn jetzt, muss ja wahrscheinlich warten, oder? Dass wir hier durch können. Wie kann ich ihn denn zum Warten bringen? Greenblood, do you need something? I must leave you. Gibt so bestimmt einen Kodex etwas, oder? Moment mal. Kodex, Moment mal, Leitfäden, Grundlagen, taktische Pause, Waffenbestände, Kompass, Sprint, Erkennen, Küstenkundung, Händlerkarawanen, Lagerplätze, Unterkunft. Wo steht denn das, wie ich... Wo steht denn das, wie ich den jetzt mitnehmen kann? Oder... Moment, ich kann ja hier drüber. Soll ich ihn dann aufschließen, oder wie? Ah, er kann mit drüber. Okay, alles klar. Ah, shit. Okay, machen wir die erstmal fertig. Gibt's da viele? Da vorne sind noch welche. Brauchst du noch welche, oder? Naja, okay. Gucken wir uns nur erst so an. Moment mal, ich möchte mal ganz kurz die Waffe wechseln, die ich habe. Okay. Wo müssen wir denn eigentlich hin gerade? Moment mal. Ah, okay, dahinter. Das heißt, wir gehen am besten einfach mal... Gut, wir können aber auch rechts rum. Eigentlich ist es egal. Wir können auch hier lang. Ah, nee, die sind ja da vorne. Ach, scheiße. Wir hätten den anderen Weg gehen müssen. Oh, Achtung. Oh, es ist eine... Boah, es ist eine Abschlachterei, ey. Level 3, jawohl. So schnell kann's gehen. Oh, war das unüberlegt gerade. Ist noch ein? Ja, das war uns der letzte, okay.
Vorne liegt noch ein bisschen Loot. Sammeln wir alles auf. Aber wir hätten andersrum gehen müssen, nicht Pfosten. Die Sachen können wir beim Händler verkaufen. Vorne liegt noch was in der Kiste. Und der hat noch was, okay. Werktisch verwenden. Ah, guck mal, okay. Können wir jetzt unsere Sachen verbessern. Haben wir dafür schon die Dinge, die wir brauchen? Ne, Quatsch. Haben wir nicht. Ne, da fehlt noch einiges, okay. Wo sehe ich denn meine aktuelle Lebensanzeige eigentlich? Womit wir haben übrigens neue Fähigkeiten bekommen. Kurz überlegen. Scharfer Stahl, die nächste wäre hier. Angriff. Schaden durch eingehandlingen Waffen an Feinden ohne Rüstung ist erhöht. 20%. Und dabei. Ich gehe mal auf 20%. Und ne? Haben wir keine anderen Punkte, okay. Regeneration 5 Sekunden. Okay. Und mit Charakterwechsel steht da oben. Interessant, okay. So, weiter geht's da vorne. Müssen ihn hier hinbringen. Zu seinem Laden wieder. Beziehungsweise sogar hinter den Laden. Kommen wir hier durchs Tor durch. My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Goldmünzen. Danke. Ui. 100 Stück, nicht schlecht. Jetzt wollte ich eigentlich erstmal kurz zum Händler gehen und die alten Sachen verkaufen. Wo war denn der nochmal? Da war er. Das bedeutet, aber Moment. Rechts runter und dann direkt wieder links, okay. Moment, was ist das jetzt? Okay. Aber dann kann ich kurz das Zeug verkaufen. Hat man mich jetzt falsch ge... Ja, ich muss hier wieder rüber. Der muss hier hinten sein, oder? Da ist er. Are your boots what? Welcome. It's such a pleasure to have you seen. Erstmal verkaufen. So, die Waffen behalten wir natürlich. So. Fallen. Will ich einfach alle mal behalten und die Tränke genauso. Das will ich auch behalten. Das sind alles Zutaten für die Fertigung. Und Waffen. Beziehungsweise, genau, Ausrüstung will ich einfach verkaufen. Da kaufen wir einen Reißanzug auf jeden Fall mal. Dann alle anderen Handschuhe, die alten Stiefel. Okay, ansonsten passt 224. Können wir irgendwas bei ihm schon, irgendwas Interessantes schon kaufen, oder? Tatsächlich ja. Aber ich glaube, ich würde dann doch erstmal sparen. Wobei das hier alles schon möglich wäre tatsächlich. Aber wir haben doch bestes Outfit aus das. Sieht nicht schlecht aus. Ah, ich würde erst nochmal sparen. Was können wir denn im Moment? Ich würde noch ein bisschen warten erstmal. Thank you for your visit. See you soon.
Du musst mit dem erstmal kurz Bescheid geben, dass er der aus der Stadt jetzt erstmal ist. Und anscheinend hat er ja gar keinen Mist verzapft. Ich dachte. Er hat doch behauptet, dass er irgendwie nur Mist erzählt und... Aber wenn das... Klar, was er getan hat, ist auch nicht die feine englische Art, aber... Sadid war dann in dem Fall auch nicht so... Hat auch keine weiße Weste. Gucken wir mal. Your Excellency. Lord de Sade. Das hat mir alles schon gemacht. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Können wir beides machen oder nur eins? He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. Gut 1000 I need to be EP. going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Boah, fast Level 4 direkt auf einen Schlag. Cool. So, haben wir noch eine Nebenquest offen? Ich glaube schon, oder? Ja. Spielen mit dem Quartiermeister der Kaserne der Groschengarde Neues Serien. Und die ist ja nicht hier, das heißt, wir können uns an die Hauptmission machen. Und welcher davon? Ich glaube, wir benachrichtigen erstmal den Botschafter von Tilene. Die Abreißer. Der war, glaube ich, die Straße. War da hinten, oder? Genau, okay. Gucken wir uns mal mit die Welt hier ein bisschen an. Die Stadt. Hat der irgendwas in seinem Haus? Greetings. Grüß Gott, Your okay, Excellency. die Treppe können wir gar nicht hoch, okay. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir-Fredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, Ah, I was noch eine hoping to Nebenquest. solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my das machen wir departure. auf jeden Fall auch noch. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city.
If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can Also do. wieder zum Hafen. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints: that heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How is Ptolemy faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Viel Stoff. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Aber richtig viel Stoff. Boah. So, erstmal zum Hafen jetzt. Und die letzte Mission noch abschließen. Die große Abreise. Beziehungsweise Ketzerjagd findet den Schleuser. Also den Schmuggler. Theleme Kardinal Antonius. Kardinal Antonius ist seit mehreren Jahren Thelemes Botschafter in Cyrene. Er ist ein listiger Mann, der sich auf die Feinheiten der Politik versteht, aber auch ein Mann des Glaubens, der die Hoffnung, die größte Stadt der Kongregation zu bekehren, noch nicht aufgegeben hat. Obwohl er viele Botschafter ein Mitglied des Missionarordens ist, steht er der Inquisition angeblich recht nahe und hat nicht selten die radikalsten Verteidiger des Glaubens unterstützt. Ja, verstehe, okay.
Also jemand, der versucht, den Glauben unter die Menschheit oder die Menschen in Sirenen oder allgemein der Kongregation beizubringen. Und eigentlich mit denen bisher noch echt cool ist. Aber der mit der Brückenallianz auf der anderen Seite eben Probleme hat. Ah, dürfen wir mit unserem Captain sprechen, Captain Vasco. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know... Have no fear. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Haben wir Geheimnisse von ihm? Nicht wirklich, oder? Und wenn wir jetzt nicht zu viel verraten, könnte uns auch Informationen vorenthalten. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Befahre den Schleuser zu den Ketzern. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Das Gefängnis war da drüben, oder? Hier war das Hafengefängnis. Da waren wir ja schon mal drin. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Da waren wir auch telements schon are drin. hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nords get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Wo ist die Tür? Thank you, my lord. And don't worry about me. Hoffe I'll ich für sleep dich, hoffe ich outside für without dich. being seen. Und wir kommen hier richtig Stress mit den Nauten. So, die sind. Wo sind die jetzt? In welchem Lagerhaus? Moment. Da hinten. Okay, Moment. Falsche Ecke. Hier. Und wo genau? Wahrscheinlich oben. Da sind sie.
May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Thélème after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Théophrodie, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Théophrodie is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always Gott, das ist difficult to kryptisch, ey. interpret, but what is written is written. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Stimmt auch wieder. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. So, festnehmen. Eine Botschaft der Brüggerin sprechen oder sie einfach gehen lassen. Boah, wir müssen ja nicht festnehmen, wir haben ein Problem mit dem Kardinal. Versuchen wir mal einen Kompromiss zu machen. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit wert, würde ich sagen. Was sie direkt umbringen zu lassen, wäre... Naja. Würde jetzt auch nicht wollen, ehrlich gesagt. Ich meine, sie haben jetzt ja auch nicht wirklich was getan, sie haben es halt gelesen. Und gut, die Inquisition will wahrscheinlich nicht, dass es an die Öffentlichkeit gerät. Und nur aus dem Grund möchten sie sie ja töten, zum Schweigen bringen.
Ich muss sagen, ja, mir gefallen diese kleinen Geschichten, diese kleinen Schicksale, die kleinen Nebenquests hier am Anfang der Anfangsstadt. Denn Greedfall ist ja, also hat ja eine Open World, ist ja eine große Welt. Ich weiß nicht genau wie groß, aber wir wissen, Tirfrade ist auf jeden Fall das Ziel. Also diese Insel, auf der wir sein werden. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet. Your Excellency, Lord de Sade. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they Sehr to be gut. found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Tja, es ist ja nur noch I need to dem be going. Kardinal Bescheid geben dann. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Danke. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. 354 Gold, ja gut. It would seem that I'm not the only one with a tender Also heart. jetzt muss ich sagen, kann man sich schon mal überlegen, ob man vielleicht mal ein Schwert oder bessere Handschuhe oder so kauft oder andere Rüstungsgegenstände. Also wenn nicht sogar ein besseres Schwert direkt. You'll find all you need in a... Welcome! It's such a pleasure to have you seen. Moment, ich wollte doch gar nichts verkaufen. Ah, verdammt. Ich wollte doch gar nichts verkaufen jetzt gerade. Moment. Thank you for your visit. Welcome! So. Have you seen... Ich wollte kaufen. Moment mal. Wo sehe ich denn... Da, okay. Einhandklingenwaffen. Sind aber auch nicht gerade billig. Wir werden auf jeden Fall bessere Hüte. Das kann ich mir zwar leisten, aber ist auch schon sehr teuer. Bessere Stiefel wären auch drin. Elementarresistenzmedaille. Seemannsumhang. Boah, ich glaube, ich würde sogar auf mehr Rüstung gehen, ehrlich gesagt. Okay. 100 Gold haben wir noch. Behalten wir jetzt wieder. Und ansonsten... noch ein paar Heiltränke vielleicht. Vielleicht 2 Stück noch. Okay, sehr gut. Thank you for your visit. See you Können wir dann nicht direkt auch die alte Rüstung verkaufen? Welcome! It's such a Moment. Das wollte ich doch gar nicht machen. Thank you for your visit. Welcome! Have So, you seen... verkaufen. Moment. Die alte können wir direkt verkaufen, würde ich sagen. Okay. Und aber die Heiltränke natürlich nicht. Thank you for your visit. See you soon. Okay, weiter geht's zum Text. Moment. Ah, Kiefernharz. Ein Harz, das von den Kiefern stammt. Eine Zutat, die in der Wissenschaft verwendet wird und immer. Diese Zutat kann hauptsächlich in den folgenden Regionen gefunden werden. Okay. So, Moment. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie der Kardinal reagieren wird über die Nachricht.
da bin ich jetzt gespannt, was er sagen. Gott würde nicht begeistert sein, auf jeden Fall. Wo war der nochmal drin? Da vorne, oder? Ja, hier. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Die Wahrheit sagen, lügen. Natürlich lügen. Weil Wahrheit sagen wir jetzt... Es würde nicht gut ausgehen. Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Schon wieder 1000 EP, Alter, geil. Level 4. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Und neue Punkte. Sehr gut. Das lohnt sich wirklich absolut. Moment mal. Tritt nimmt mehr Gleichgewicht. Bitte 100%. Schusswaffen. Ich glaube, ich skill erstmal die anderen Waffen. Und Attribute. Moment. Kraft Level 2. Auf dem Weg zur Macht. Okay. Und damit haben wir alle Nebenquests abgeschlossen, glaube ich. Gut, außer die natürlich noch. Moment mal, was betreibt... Was hat er gerade? Moment. Bereits ein Getränk vor, in das zu Schlaftabletten und... Okay, gut, das haben wir eben nicht gemacht. Okay, alles klar. Und das können wir noch gar nicht machen. Okay. Gut. Das müssen wir ja gar nicht mehr rausfinden, oder? Wir wissen ja, dass er hier unten ist. Leute, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal. In der nächsten Folge befreien wir endlich unseren Cousin Konstantin und dann geht es, glaube ich, bald wirklich schon los. Jetzt, ich glaube, es ist dann nächstes Mal die 3. Folge nach Tierfrade, die 4. dann. Ich spare was uns hier wartet auf jeden Fall. Serien war eine sehr coole Anfangsstadt auf jeden Fall. Die Nebenkosten haben mir sehr gut gefallen. Haben uns schon mal gut vorbereitet auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.